hast du nicht die richtige Figur, hast du dich nicht richtig angestrengt. Also musst du eben erstmal ganz viel leisten. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Echo Walks, dem Podcast, bei dem wir die ausgetretenen Pfade verlassen. Und heute mit Melody Michelberger. Frauen sollen dem Schönheitsideal entsprechen, aber nicht zu individuell sein. Wer dem Ideal nicht entspricht, soll sich wenigstens selbst lieben. Absurd, oder? Genau das denkt auch Influencerin, Körperaktivistin und Autorin Melody Michelberger, die mit ihrem Buch Body Politics das System schöner Körper einmal genauer betrachtet hat. Mit ihr sprechen wir auf unserem Echo Walk über ihr Verhältnis zum eigenen Körper, über gesellschaftliche Normen und darüber, warum Körper so politisch sind. Wenn man so auf dein Lebenswerk bisher guckt, um das mal ein bisschen größer zu machen, dann muss man ja sagen, eigentlich hast du schon eine ganze Menge Leben auch ein Stück weit gelebt. Und wenn ich auf deine Berufsbezeichnungen gucke, dann haben wir irgendwie früher Redakteurin, du bist Buchautorin, du bist Influencerin, du bist Aktivistin und auch Feministin, obwohl das nicht so eine klassische Berufsbezeichnung ist. Und heute reden wir ja auch viel über das Thema Körper. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das Thema Körper so eins der mitletzten großen Hürden ist. Auch vielleicht gerade noch mal unter feministischen Gesichtspunkten, wo wir in unserer Gesellschaft und auch so ganz persönlich dazu beitragen, dass wir da noch große Blockaden irgendwie haben und wie du das siehst. Also Körper sind natürlich sowieso ein super politisches Thema eben auch. Und natürlich auch ein feministisches Thema, vor allem aber auch halt ein gesellschaftliches Thema. Also dadurch, dass wir natürlich alle Körper haben und mit einem Körper durchs Leben gehen, trotzdem aber Körper, also unterschiedliche Körper, unterschiedliche Privilegien haben, ja, ist es total wichtig, dieses Körperthema so ins Zentrum zu setzen. Also ich finde es auch, es ist so ein Thema, was zwar super präsent ist, aber wir sind in den letzten Jahren überhaupt nicht weitergekommen. Was glaubst du, warum wir das immer noch als so ein persönliches Thema eigentlich oft deklarieren? Ne? Du hast es eben angedeutet, es ist ein politisches Thema, es ist ein gesellschaftliches Thema. Wenn ich alleine auf deinen Buchtitel gucke, Body Politics, dann spielt da ganz viel mit. Aber am Ende habe ich das Gefühl, sind wir schon sehr häufig zurückgeworfen auch auf die einzelne Person. Du bist zu dünn, du bist zu dick, du bist außerhalb der vermeintlichen Norm. Wie können wir das aufbrechen oder woran liegt das, dass wir da hängen? Ich glaube, ganz vielen Leuten, ganz vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es eben ein gesellschaftliches Thema ist und dass es verschiedene Diskriminierungsformen gibt. Viele haben ja das Gefühl, das hatte ich eben auch viele Jahre meines Lebens, ich habe mich in meinem Körper nicht richtig gefühlt, hatte das Gefühl, dass mein Körper zu viel ist und er aus diesem Grund nicht schön genug ist und ich bestimmte Dinge nicht machen kann, ich bestimmte Kleidungsstücke nicht anziehen kann. Und erst in den letzten Jahren und vor allem auch seit ich mein Buch geschrieben habe, ist mir noch mal viel stärker bewusst geworden, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht und dass das auch in unserer Gesellschaft was ist, was auch so gesehen wird. Es wird halt als persönliches Versagen gesehen. Dadurch, dass wir ja in einer Leistungsgesellschaft sind, die patriarchal geprägt ist, da kommt noch der Kapitalismus hinzu, wird es eben so gesehen, als hast du nicht die richtige Figur, hast du dich nicht richtig angestrengt. Also musst du eben erstmal ganz viel leisten, um dann irgendwann durch diese Leistung, diese Figur zu erlangen, die allgemeinhin als schön und wertvoll gilt. Und ich glaube mittlerweile wirklich, dass das so ein Punkt ist, den noch viel mehr Leute checken müssen, damit wir endlich weiterkommen. Weil dadurch, dass es eben immer noch bei so vielen Leuten so gesehen wird, als wäre das so ein persönliches Versagen, als wäre das eben so ein, musst dich halt mehr anstrengen, wird es nicht als etwas gesehen, was uns eigentlich alle betrifft. Du schreibst ja in deinem Buch zum einen natürlich irgendwie über einen größeren Kontext und zum anderen auch deine persönliche Geschichte auf und wie häufig die Disziplin des Schlankseins so positiv bewertet wurde. Und gleichzeitig hat sich dein Körper ja jetzt in den letzten Jahren auch sehr verändert. Und wie konntest du selber diese emotionale Brücke oder auch diese Brücke im Kopf für dich irgendwie schlagen? Da, weißt du, man ist schlank, man kann sich eigentlich nicht akzeptieren, dann ist man irgendwann mehr und kann aber irgendwie in sich so ankommen. Das ist ja auch ein Weg, den viele andere auch noch beschreiten müssen. Ja, ich meine, mein Weg, der ist ja wirklich, ich habe ja wirklich schon einiges erlebt, so, also in Bezug auf meinen Körper. Habe mit 12 meine erste Diät gemacht, weil ich das Gefühl hatte,
nicht das Gefühl hatte, dass mein Körper so wie er ist falsch ist. Es wurde mir damals auch von meinen Eltern oder Bekannten, Verwandten ebenso signalisiert, dass mein kindlicher Körper, dass ich darauf aufpassen muss, dass ich nicht zu viel werde, dass ich nicht dick werde. Und so bin ich mit dem Gefühl aufgewachsen, dass ich mich eben als junges Mädchen richtig doll anstrengen muss, um quasi auch in diese Erwachsenenwelt dann als junge Frau zu kommen. Und dass es aber auch so ein Stück weit dazugehört, als Frau ständig den eigenen Körper verbessern zu müssen. Also es war für mich total klar, dass ich daran schuld bin, dass mein Körper nicht so aussieht, wie eben andere Leute das so gerne hätten. Und das waren dann eben nicht nur die Vorstellungen meiner Eltern oder meiner Tanten, sondern auch schon die Vorstellungen, die ich mir dann relativ schnell aus den Magazinen so rausgeholt habe. Also damals gab es ja noch kein Internet, als ich jugendlich war, sondern halt Printmagazine oder Kataloge, wo ich mir die ganzen Bilder ausgeschnitten habe und an meine Wand geklebt habe. Aber das ging dann immer weiter. Also du hast es gerade ja gesagt, also bis ich Ende 30 hatte ich so eine Geschichte von teilweise Magersucht, Essstörung. Und dieses Gefühl, das war eben immer da. Dieses Gefühl, dass mein Körper nicht richtig ist, weil ich was falsch gemacht habe, weil ich mich nicht richtig angestrengt habe. Und erst seit ein paar Jahren, in dem Moment, wo ich irgendwann nach vielen Therapien und nach viel auch Arbeit an diesem Thema, also auch ich habe super viel feministische Bücher gelesen, was mir schon mal total die Augen geöffnet hat in Bezug auf, ich bin gar nicht der größte Loser in dem Körperbereich oder auch in anderen Bereichen meines Lebens, sondern es sind einfach die Strukturen, die Frauen zum Beispiel klein halten, die bestimmte Dinge nicht machen können. Und Ich glaube, du hast eigentlich schon ganz gut, zumindest von deiner persönlichen Reise, erzählt, was es auch bedeutet, an sich zu arbeiten, ne? Und sich Input zu holen und sich weiterzuentwickeln und erstmal ein Verständnis für das Thema sowohl persönlich als auch gesellschaftlich zu haben. Ich erinnere mich ehrlich gesagt noch an meine Trainingswochenbücher, weil ich habe ja früher auch Leistungssport gemacht und wie oft dann da stand, pass auf deine Figur auf. Du hast ja so als was halt, ich finde es immer so krass, solche Kommentare, weil so als wären unsere Körper etwas, die man halt ständig kontrollieren muss. Und als müsste man sie ständig kontrollieren und auf sie aufpassen. So als wüssten unsere Körper auch nicht selbst schon eigentlich sehr gut, was sie brauchen. Und also man trainiert den Körper ja auch total viel ab, wenn man diese Pseudodisziplin oder diese Disziplin dann quasi so dem Körper so überstülpt. So dieses Nicht-Essen, ganz viel, also mit Sport den Körper bestrafen. Das ist ja auch so Teil meiner Geschichte, dann den Körper halt wirklich mit aller Kraft, die ich hatte, so zu versuchen, in diese Form zu bekommen, von der ich halt dachte, dass so die einzige richtige, gute Form von Körpern ist, die man als Frau vor allem haben kann. Aber ich weiß halt eben auch aus meiner Geschichte, ich war ja mein ganzes Leben mehr oder weniger schlank. Und trotzdem hatte ich halt immer das Gefühl, dass ich halt trotzdem diesen Moment nie erlangt habe, von dem ich dachte, dass er halt irgendwann mal kommt. Und irgendwann, keine Ahnung, was ich dachte, geht so ein Regenbogen auf und es fällt Glitzer raus. Und dann sagt irgendjemand so, Frau Michelberger, Sie haben jetzt den heiligen Gral des Körpers erreicht. Das ist ja Quatsch. Also das, was du auch gerade meintest, das ist eigentlich im Grunde genommen, haben ja die allermeisten Menschen das Gefühl, vor allem eben Frauen, dass ihre Körper nicht richtig sind. Und ich glaube, das ist wirklich was, an dem wir halt alle zusammen auch so arbeiten können. Also das erstmal so sich auch gegenseitig einzugestehen, dass es was ist, was uns fast alle beschäftigt und uns auch einschränkt, in dem, wie wir durchs Leben gehen, einschränkt, keine Ahnung, was für Beziehungen wir eingehen, was für Klamotten wir anziehen, was wir vielleicht manchmal nicht sagen, weil wir Angst haben, dass jemand sich über uns lustig macht oder so, was wir denken, irgendwie sind wir falsch oder sehen falsch aus. Ja. Ich glaube, es nimmt uns viel Natürlichkeit. Ne? Also ich glaube, das, was diese Pass auf deine Figur auf Momente in jungen Jahren machen, egal ob das jetzt von Trainern kommt oder ob das von MitschülerInnen kommt oder von Eltern oder wie auch immer, ist halt, dass wir die Natürlichkeit und so ein Verhältnis zu unserem Körper verlieren, was eigentlich für Kinder was ganz Normales ist. Genau. Zu essen, wenn sie hungrig sind und auch ihren Geschmäckern sozusagen zu folgen, dass wir das komplett hinten anstellen. Und wir verlieren halt. Genau, und einfach Lebensfreude. Also wenn ich so zurückdenke an all die vielen Jahre, die ich halt verloren habe an einer Essstörung oder auch an die Magersucht, dass es einfach eine furchtbare Erkrankung ist. Richtig, ja. Und auch die Zeit, in der ich keine Magersucht hatte oder keine Essstörung hatte, ich habe so viele Sachen nicht gemacht und so viele Klamotten nicht getragen, saß irgendwie am Strand in Rio, der Copacabana und hatte einfach mal komplette Klamotten an, weil ich dachte, mein Körper ist kein Bikini-Body. Und das gibt mir halt niemand mehr wieder. Diese Zeit ist halt einfach weg. Und das ist auch was, warum ich diese Arbeit überhaupt mache, die ich jetzt mache. Die ist ja so ein bisschen auch zu mir gekommen. Weil ich ja mein ganzes Leben eigentlich genau auf der anderen Seite war. Ich war ja diejenige, die auch als Moderedakteurin
genau für diese Bilder gesorgt hat, also immer wieder diese Bilder reproduziert hat von Menschen, die dem Schönheitsideal entsprechen. Da war nie eine Abweichung dabei, die mich so krank gemacht haben in den Jahren davor. Habe ja dann genau das gemacht, was mich krank gemacht hat. Und erst jetzt, Jahre später, sehe ich halt dieses ganze System dahinter. Die Glaubensbilder entzerren. Genau, die Glaubenssätze, die ganzen Muster, die wir auch haben, diese Vorstellung, wie bestimmte Körper aussehen, genau, dass nur bestimmte Körper schön sind. Genau, und deshalb mache ich das jetzt auch, weil ich einfach sehe, wie viel Leid diese Vorstellung von Körpern, dieses Idealbild, dieses Schönheitsideal, wie viel Leid das auch bei so vielen Menschen auslöst. Ja. Das ist quasi der Antrieb, immer weiterzumachen, weil ich einfach hoffe, mit meiner Arbeit dazu beizutragen, dass vielleicht weniger Menschen, Frauen, Mädchen, sich schlecht fühlen und auch Lebenszeit verlieren. Also auch irgendwann so zurückblicken und denken, krass, die letzten 30 Jahre habe ich eigentlich so gelebt wie mit der Handbremse angezogen. So, ich habe alles nicht gemacht, habe mich nicht getraut, mich zu verlieben, habe, keine Ahnung, immer den Bauch eingezogen oder mich so in Sachen reingequetscht. Und warum eigentlich? Für was eigentlich? Ja, was auch in Filmen ja reproduziert wird. Ne? Man isst beim ersten Date Salat oder am besten gar nichts und all diese ganzen Quatschdinge. Ja, du arbeitest ja jetzt mit jungen Frauen. Und auf der anderen Seite natürlich quasi mit allen Menschen in den sozialen Medien zumindest. Genau. Und ich weiß gar nicht so genau, ich bin sehr hin und her gerissen bei mehreren Themen, die mir da sehr viel gerade begegnen, weil wir erleben ja, wenn ich bei Instagram beispielsweise bin, ein Filter nach dem anderen wird mir eigentlich vorgeschlagen, um so Gesichtsveränderungen zu haben und um mich perfekt zu zeigen oder auch dünner ein bisschen zu machen und so. Und auf der einen Seite denke ich, also den Spaß daran und es ist auch alles legitim und auf der anderen Seite erleben wir ja damit auch wieder dieses, ach so sähe ich perfekt aus. Und gleichzeitig gibt es die Räume, die du da aufmachst. Wie guckst du auf Social Media, wo diese Phänomene gleichzeitig quasi stattfinden? Ja, das ist halt genau so. Also es findet halt beides statt bei Social Media. Mir hat vor allem Instagram vor ein paar Jahren wirklich die Tür aufgemacht, eine andere Perspektive auf meinen Körper, überhaupt erst zu sehen, dass es Frauen gibt mit meiner Figur, die ganz selbstverständlich bunte, coole, enge Klamotten tragen, die sich in Unterwäsche oder in Bikinis fotografieren und das einfach ganz selbstverständlich und voller Stolz und Freude eben machen. Und das hat mir ganz viel, wirklich diese Tür aufgemacht, das zu sehen. Und dann habe ich das ja auch selber gemacht und dadurch erst gesehen, hey, das ist so voll okay. Es gibt unterschiedliche Körper, es gibt unterschiedliche Menschen und ich finde, für mich war Social Media eben was total Positives und was Empowerndes und auch andere Menschen kennenzulernen, mit denen ich auch mittlerweile befreundet bin. Aber natürlich sehe ich diese andere Seite auch. Diese andere Seite ist halt leider auch viel größer. Also wenn man sich die bekanntesten, größten InfluencerInnen anschaut, deutschsprachige, sind die alle entsprechen dem Schönheitsideal ziemlich, also fast schon 100%. Und natürlich gibt es diese Seite. Ich finde aber auch, es wird sehr viel, Social Media wird so als der allergrößte Horror eigentlich so dargestellt, den man eigentlich haben kann. Aber im Grunde gibt es diese Bilder immer schon. Also in meiner Zeit waren das eben Print-Kataloge oder Magazine und jetzt gibt es eben Social Media. Das Problem bei Social Media ist natürlich, dass es einfach unglaublich viele Bilder gibt. Also wenn man so manchmal so da sitzt und neben mir sitzt oder auf dem Sofa sitzt und er scrollt einfach und scrollt und scrollt und scrollt und das sind ja Bildermassen, die hatten wir natürlich nicht früher, also als ich in dem Alter war und dass man sich heute vergleichen kann mit Gleichaltrigen, nicht nur auf dem Schulhof oder in der gleichen Straße oder im gleichen Haus, sondern mit Gleichaltrigen auf der ganzen Welt. Ja. Dadurch, dass man ja eben aber auch nicht weiß, wie sehen die denn eigentlich wirklich aus, sondern man sieht ja immer nur dieses kuratierte, gefilterte, wie du gerade meintest, in Szene gesetzt, manchmal mit Licht. Mit Licht kann man ja auch schon wahnsinnig viel machen. Und klar, und dann guckt man halt in seinen eigenen Spiegel und denkt, ich sehe ja gar nicht so aus. Klar, das setzt natürlich diese Generation, die jetzt heranwächst, noch mal ganz anders unter Druck. Aber auch unsere Generation, also auch die ältere Generation, weil ich sehe das auch oft bei Frauen, die ich kenne oder die in meinem Alter sind oder ein bisschen älter sind, dass da auch mehrere Filter drüber sind oder Weichzeichner. Und das ist natürlich eigentlich total traurig, weil wir dadurch natürlich auch verlernen, beziehungsweise unsere Sehgewohnheiten sich so verändern, dass wir am Ende gar nicht mehr genau wissen, wie sieht denn eigentlich jetzt ein, in Anführungszeichen, echter Mensch aus? Also wo haben wir Falten, wo ist die Haut uneben und
Und solche Sachen, klar. Also ich sehe das immer so beides. Ich finde, auf der einen Seite ist es eben auch was, Social Media ist auch was wahnsinnig, kann was total Bestärkendes haben und kann Menschen zusammenbringen und kann eben auch solche Bewegungen wie jetzt die Body Positivity Bewegung, die ja ihren Ursprung gar nicht bei Social Media hat, sondern eben schon weit, also in den 70ern angefangen hat in der Fat Liberation und jetzt erst verwässert wurde und so weiter durch Social Media. Aber trotzdem ist die Bewegung ja da und es sind unglaublich viele Menschen, die sich untereinander bestärken und toll finden und man sich gegenseitig eben auch so aufbaut. Ganz oft fällt ja in so Kommentaren beispielsweise, ne, wenn du jetzt ein Shooting machst und dich in Unterwäsche zeigst oder so, fällt so häufig bei Leuten, die dich vielleicht auch bewundern oder die froh sind, dass es dich im Netz gibt, dieses Stichwort von ach, danke auch für deinen Mut. Und das ist so, das hat natürlich eine positive Konnotation und gleichzeitig auch diese, weil das ist offensichtlich, ist dein Bild auch immer noch sehr in diesen Grenzen der Gesellschaft, dass du halt das unter Mut verbuchst. Aber braucht es Mut für diese Selbstliebe? Das ist echt immer mein Lieblingskommentar. Ja, ich gefällt ja ständig. Unter jedem Bild gratuliert mir mindestens eine Person, meistens 10, zu meinem Mut, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und ich denke immer, wow, es gehört Mut dazu, einfach einen Körper zu haben. Ja. Also wo sind wir denn jetzt eigentlich schon angelangt, dass es mutig ist, einen Körper wie meinen einfach ganz normal zu fotografieren und davon ein Bild zu teilen. Und das zeigt mir halt immer wieder, dass wir noch überhaupt nicht so weit sind als Gesellschaft. Da sind wir halt wieder über das, was wir vorher gesprochen haben. Also dass wirklich so viele Menschen, vor allem Frauen, das Gefühl haben, sie könnten sich so, wie ich aussehe, eigentlich gar nicht zeigen, ist doch unglaublich traurig. Es macht mich auch wirklich traurig und auch manchmal auch wirklich betroffen. Aber natürlich ist es in a way ein bisschen mutig, weil wir diese Bilder ja nicht gewohnt sind. Daran kann man halt und auch... weil man halt auch Bewertung, also du kriegst ja neben dem positiv gemeinten Mutkommentar auch Kommentare, wo Leute wahrscheinlich sagen, ach, muss das sein, ne? Ja, und natürlich. in drastischerer Form. Genau. Und da sieht man natürlich irgendwie, wo wir stehen und weshalb es dann auch doch Mut braucht, ne? Weil halt andere Leute damit gar nicht umgehen können mit diesen Verletzungen, die da erzeugt werden. Genau, das ist es. Genau. Und dann sehe ich dann manchmal, finde ich es natürlich auch total okay, weil ich weiß ja, was die Leute auch meinen. Also was die Menschen, die mir das unter das Bild schreiben, dass sie eben genau das meinen. Also dass man sich eben auch so auch so ein bisschen verletzlicher auch zeigt. Dann. Und es sind halt immer auch noch Bilder, unsere Sehgewohnheiten sind so unglaublich eingeschränkt, von uns allen dass das halt immer noch was ist, was nicht geläufig ist. Dass man eine Frau, die nicht dem Schönheitsideal entspricht, die plus 40 ist, die sich eben in Bikini oder was auch immer in Unterwäsche fotografiert und das einfach so ganz selbstverständlich macht. Das ist ja auch was immer noch nicht... selbstverständlich. Ja. Oder die es sich zumindest auch erlaubt, quasi die Räume zu besetzen. Genau. Ne? Und die es sich erlaubt, sich selbst schön zu finden. Und den Raum überhaupt erstmal zu schaffen. Ja. Das ist ja aber das. Und das finde ich eben das Tolle auch bei Social Media, dass quasi dieser Raum, den gab es ja vorher nicht. Und all diese Bewegungen und all diese Aufmerksamkeit, die man eben auf diese Themen auch lenken kann. Das ist ja auch das Tolle. Also nicht nur auf das Körperthema, sondern auch auf viele andere politische Themen. Du hast es ja gerade selber auch von deinem Sohn erzählt. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Thema Körper, worüber Eltern immer mehr nachdenken. Ne? Wie können sie eigentlich gut damit umgehen, um ihren Kindern ein anderes Körperbewusstsein mitzugeben? Und ich glaube, wir haben als Eltern, ich bin ja auch Mama, so viele Hausaufgaben. Ne? Also das Thema Gleichberechtigung, Feminismus, einfach Intersektionalität, Diversität in der Gesellschaft und auch Körper. Wie gehst du damit um? Was ist so deine Strategie, um da vielleicht einfach mit deinem Sohn auf einem anderen Weg zu helfen? Also ich rede mit meinem Sohn natürlich sehr viel über das Thema, zwangsläufig, weil er auch mitbekommt, was meine Arbeit ist und was in meinem Buch quasi stattfindet. Ich habe das aber auch schon vorher gemacht. Also dadurch, dass ich ja wirklich so einen langen Leidensweg hinter mir habe und das selbst erlebt habe, was für einen großen Einfluss solche Kommentare haben können, vor allem von Eltern, vor allem von Menschen, mit denen man ja ganz eng aufwächst und ein enges Verhältnis hat und denen man ja auch glaubt. Also ich habe halt das auch nie in Frage gestellt, als mir meine Eltern solche Sachen zu meinem Körper gesagt haben. Und ich achte eben darauf, wie ich mit meinem Sohn allgemein über Körper spreche. Also dass ich keinen Körper abwerte, dass ich nicht schlecht über meinen Körper spreche, was sehr schnell passiert. Also weil wir eben alle wir sind eben alle so geprägt und wir kennen das eben alle, dass wir solche Sachen sagen wie,
oh, ich fühle mich heute zu dick, so als wäre das ein Gefühl. Dick ist ja kein Gefühl, aber trotzdem verwenden wir das oft als Synonym für, ich fühle mich heute nicht Unwohl. gut, Nicht gut in meiner genau, Haut. Genau. Und das ist natürlich total schwierig, weil das ja auch wieder so unterschwellig impliziert, dass dick was ist, was eben nicht gut ist, ne? Weil wir das oft als Synonym für ein Gefühl verwenden. Und ich rede aber auch eben nicht schlecht über seinen Körper oder beziehungsweise ich rede eigentlich gar nicht über seinen Körper. Also wenn er etwas sagt, guck mal, kannst du dazu was sagen oder warum verändert sich das gerade in der Pubertät, dann war das ein Thema, worüber wir viel gesprochen haben. Aber ich würde niemals etwas erwähnen, das ist mir eben auch passiert, als ich in der Pubertät war, dass auf einmal meine Mutter und meine Oma über meinen Körper gesprochen haben, so als wäre das gar nicht mein eigener Körper, sondern als wäre das so ein Ding, das so zur allgemeinen Diskussion steht. So als wäre das was man beim Kaffee trinken mal irgendwie so sagt, ja, die Melody, die hat aber auch irgendwie ganz schön Busen bekommen oder sowas. Und das mache ich auch nicht. Und es ist total wichtig, glaube ich, mit Kindern auch einfach ganz früh die so dafür zu sensibilisieren, dass in unserer Gesellschaft Körper abgewertet werden, dass Körper ausgegrenzt werden, dass es Witze über dicke Menschen gibt, dass es nicht in Ordnung ist. Und auch dafür zu sorgen, dass Kinder von früh an, dass sie mit Bildern umgeben werden. Es gibt Bilderbücher zum Beispiel mit einer diverseren Darstellung von Körpern, aber die muss man schon ein bisschen suchen. Also so, wenn man sich anguckt, die ganzen großen Serien oder Filme oder Kinderbücher, gibt es teilweise unglaublich, also da ist schon Bodyshaming in den Büchern, die wir zum Beispiel gelesen haben. Oder auch einfach, wie unterschiedlich Körper dargestellt werden. Ne? Auch bei den 3 Fragezeichen ist das auch super problematisch zum Beispiel, was ja super bekannt ist. Und Generation. Auch bei, ich weiß gar nicht, sind das 5 Freunde oder so? 5 Freunde also auch. Es gibt ja immer eine Rolle, die sozusagen Harry Potter auch. Eine dickere Person ist und die dann auch eigentlich ehrlich gesagt einen beleidigenden Namen kriegt, ne? Ja, also bei Harry Potter ist das zum Beispiel auch ja so, ne? Also der Dicke ist dann sind dann halt die Schlechten, die Bösen. Und genau, sie sieht, also dass man mit Kindern darüber spricht. Kinder sind ja nicht, die leben ja auch in dieser Gesellschaft, die sehen das ja auch, die sind ja wie Schwämme, die ziehen das alles auf. Also wie reden wir über unseren eigenen Körper, wie reden wir über die Körper von anderen oder reden wir nicht über die Körper, haben wir gar nicht richtigen Worte dafür vielleicht. Also sagen wir denn die Worte, ne, dick, sagen wir die so in einem wertneutralen Zusammenhang, also einfach nur so als Beschreibung oder meinen wir damit eben wieder dieses negative, abwertende oder benutzen wir es eben selber als was Negatives. Und das ist finde ich total wichtig und auch was glaube ich, gerade für Menschen, die mit Kindern arbeiten, das höre ich auch immer wieder, dass viele natürlich jetzt auch anfangen, mal so wirklich reinzugucken in die Kinderbücher oder gerade diese Vorstellung, wie eben gerade Mädchen aussehen sollen, das kennt man ja. Also diese ganzen Bücher, in denen Prinzessinnen abgebildet werden oder Filme, in denen weibliche ProtagonistInnen gezeigt werden, die halt dann alle auch die sogenannte Idealfigur verkörpern und es aber gar keine anderen Bilder gibt, die man Kindern oder Mädchen zeigen kann. Ja. Und das ist ja auch nicht der Punkt, an dem es aufhört, ne? Also wie wir aussehen. Alles, genau. Die Haare, ja, natürlich. alles ist eigentlich... Alles, Hautfarbe natürlich oder auch sichtbare Behinderungen, natürlich. Es geht ja nicht nur in diese eine Richtung, zeigen wir Körper, die dem Ideal, also dick oder dünn, sondern eben auch in diese, ja. Und das ist wirklich wichtig und ich hoffe, dass mein Sohn mit einem anderen Körpergefühl aufwächst als ich, damit ihm das erspart bleibt. Also ich hoffe da wirklich sehr, dass dass er da so einen anderen Weg eben findet. Und ich hoffe es natürlich auch für alle anderen in seiner Generation und die Generation danach, dass wir es wirklich schaffen, so eine Gesellschaft zu sein und dass wir alle zusammen so eine Atmosphäre schaffen, in der eben jeder Mensch in jedem Körper sich so entfalten kann und nicht diskriminiert wird, nicht ausgegrenzt wird, nicht ausgelacht wird, nicht gehänselt wird oder gemobbt wohlfühlen darf. Ne? Ja, wohlfühlen darf, genau. Und auch wir alle so darauf achten. Ist es denn möglich, dass die alle das machen können? Ja, und ich glaube, so das, was du eben gesagt hast, dass der Körper auch wieder einer Person selbst gehört. Ne? Also eben nicht mehr diese Diskussionsfläche ist für eine breite Öffentlichkeit. Und das ist wirklich ziemlich bezeichnend. Ne? Also sobald sich etwas von der Norm entweder entfernt oder man ins Teenageralter kommt, wo es hochsensibel ist, fangen wir an, Körper wie ein öffentliches
wie ein Artefakt sozusagen bewerten zu können. Wir reden sowieso sehr viel über die Körper von anderen. Mir fällt es eben immer wieder auf, wenn ich negative Kommentare bekomme, vor allem natürlich bei Social Media, bei Instagram, dass viele Leute dann ihre negativen Kommentare verteidigen und dann eben sowas schreiben wie, ja, damit musst du aber schon rechnen, wenn du dich so zeigst. Und dann schreibe ich immer, nein, niemand muss mit Bodyshaming rechnen. Du kannst einfach weiter scrollen. Mein Körper ist ich schreibe mir da nicht groß drauf. Kein Angebot zur Bewertung. Ist kein Angebot zur Bewertung. Ich glaube, das ist auch was wir alle lernen müssen. Also auch wenn man was sieht, was einem vielleicht nicht gefällt oder was man vielleicht noch nie gesehen hat, ob das jetzt ein Outfit ist, eine Frisur, eine Körperform, was auch immer, da einfach, es ist not your business. Also es ist auch nicht an dir, das zu bewerten. Und höchstens man sagt, kannst du mir sagen, wie du das findest, dann ist was anderes. Aber so unaufgeforderte Kommentare, das ist ja wie so ein Gift. Das ist aber wie ein Gift für uns alle. Also weil das ja wirklich dann auch wieder dieses Bremst. Ne? Viele trauen sich dann nicht, bestimmte Sachen anzuziehen oder ja, sich wie auch immer zu zeigen. Nicht nur jetzt bei Instagram, sondern auch in der Öffentlichkeit. Weil wir eben Angst haben vor diesen Kommentaren. Ja. Und das finde ich manchmal so krass, wenn Leute das dann extra noch mal so bestätigen, noch mal sagen, wieso? Es sieht wirklich nicht so gut aus, was du anhast. Und ich denke dann, krass, hast du eigentlich meinen Kommentar davor mal gelesen? Also warum nimmst du dir das raus? Warum denkst du, also ich meine, das ist ein super übergriffiges Verhalten. Warum machst du das? Und ja, das würde ich mir echt wünschen, dass das aufhört. Weil das mir auch richtig auf den Keks geht. Also es geht mir richtig auf die Nerven. Ich glaube, das eine ist auf den Keks gehen, aber für viele Leute, und das sieht man ja auch, die ziehen sich dann aus Social Media und so weiter zurück, weil sie halt einfach keine Kraft mehr haben, ne? Das ist das eine und was mir halt ganz oft Frauen dann so oder auch wenn du das machst, was dann eigentlich privat passiert, ist nochmal ein anderes Thema. Genau, also viele schreiben mir dann eben so private Nachrichten und sagen eben, dass sie das eben oft in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis erleben, dass sie irgendwie, eine rote Bluse anhaben und dann kommen sie zur Arbeit und dann sagt eine Kollegin was total abwertendes zu dieser roten Bluse und das tut mir dann auch immer so leid. Also warum machen Leute das? Also man muss einfach gar nichts sagen. Also wirklich so dieses dieses Normalisieren von nichts zum Äußeren einer anderen Person zu sagen. Und wenn einem gar kein anderes, oft sagen ja dann Leute, ja, aber Komplimente sind dann okay oder was? Und ich sage dann immer, naja, du kannst ja jemand auch ein Kompliment geben, was nichts mit dem Äußeren zu tun hat. Man kann ja auch einfach sagen, es ist so schön, mit dir hier zu sein oder es ist so schön einfach, wenn du da bist oder ich mag dein Lächeln oder was auch immer. Oder das Gefühl, was du mir gibst, ich finde dieses auch mal Komplimente machen, die nichts mit dem Äußeren zu tun haben, ist auch gut. Da kommt man auch nicht in die Bredouille, dass man irgendwie jemand ein Kompliment gibt für etwas, was vielleicht gar nicht mit dem Äußeren. Ja. Und genauso dieses eben nichts Negatives sagen. Also nicht, natürlich, einfach Zip it, okay. Zip it, aber echt. Ein Thema von Ecko ist ja tatsächlich auch das Thema Leidenschaft. Und ich will es nicht vorwegnehmen, aber ich habe die Vermutung, dass du auch Leidenschaften hast, die nicht nur sich um das Thema Körper, wenn auch damit zusammenhängend ranken. Aber vielleicht willst du es selber noch mal ein bisschen erzählen. Ich habe nämlich sehr gestaunt. Über meine große Leidenschaft. Über deine große Leidenschaft. Ja, ich wollte immer schon, als ich jünger war, Eiskunstlauf lernen im Verein. Und da ich noch 3 jüngere Geschwister habe, konnten eben meine Eltern das nicht leisten, mich dann 2-3 Mal in der Woche zum Training zu bringen. Und habe das dann jetzt angefangen, mit über 40 im Verein Eiskunstlauf zu lernen. Und es war die allerbeste Entscheidung einfach ever, das zu machen, weil es mich so glücklich macht. Es macht mir einfach so einen Spaß, ja, neue Dinge zu lernen, über mich hinauszuwachsen, manchmal Sachen zu machen, auf die ich keine Lust habe, die ich trotzdem machen muss. Aber es ist wirklich das Allerschönste. Also ich liebe es, auf dem Eis zu sein und ich mag unsere Gruppe im Verein total gerne und es ist auch total anstrengend. Aber ja, es ist einfach der tollste Sport. Es ist wirklich der tollste Sport. Wenn ich an Eiskunstlauf so denke, ehrlich gesagt, dann hat man ja doch immer so super kleine, super dünne Personen vor Augen, die riesengroße Luftsprünge machen und irgendwie so. Und das ist ja auch so ein Stereotyp, was man im Kopf hat, weil ja alle Menschen an allen Sportarten Spaß haben können. Ja. Und gab es da so Berührungsängste, dass du gedacht hast, so, oh Gott, kann ich das jetzt machen? Oder war das einfach so, nee, ich habe da jetzt Bock, ich bin 100% committed, ich laufe da jetzt hin? Also ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich sagen würde, das hätte keinen. Natürlich hatte ich
kurz auch Bammel, das zu machen. Also natürlich auch wegen dem Alter, einfach weil ich auch selber schon so eine eingeschränkte Vorstellung davon hatte, so kann ich das jetzt machen, ist das okay, lachen die mich aus, kann ich das überhaupt noch? Und natürlich auch Körper, weil ich halt keinen klassischen Körper habe, den man eben, wie du es gerade gesagt hast, den man halt aus dem Eiskunstlauf kennt. Aber das war super schnell verflogen. Also bei uns im Verein gibt es auch unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Körper und es geht ja auch überhaupt nicht darum. Also das fand ich eben auch, dass unsere Trainerin uns alle immer so bestärkt. Ja, es geht auch nur um den Sport eigentlich. Ne? Also sie würde niemals irgendwas zu irgendjemand sagen, dass quasi die Leistung nicht quasi mit dem Körper irgendwie zusammenhängt. Nee, aber das ist wirklich meine allergrößte Leidenschaft, das Eiskunstlaufen. Bin auch wirklich froh, dass ich das angefangen habe und kann auch wirklich jeden nur bestärken, auch ja, sich solche Träume zu erfüllen und einfach auch Dinge noch auszuprobieren, auch wenn man das Gefühl hat, dass man dafür vielleicht schon zu alt ist oder vielleicht nicht die in Anführungszeichen richtige Figur hat, weil das sind ja auch wieder nur so Stereotype oder so Vorurteile, Vorstellungen, die uns die wir halt alle haben, ne? Wie sieht jemand aus, der einen bestimmten Sport macht? Ist ja auch alles eigentlich totaler Quatsch. Ja, du hast jetzt gerade aber gesagt, auch so dieses sich einfach mal, ja, sich Träume noch zu erfüllen. Gibt's noch andere Sachen, wo du selber vielleicht sagst, da hast du noch so eine Bastion, da hast du noch irgendwie so eine Rechnung offen mit dir selbst oder so, was du gerne noch so ausräumen würdest, ausprobieren würdest? Also ich merke tatsächlich, dass ich doch jemand bin, ich bin super abenteuerlustig. Also ich probiere gerne Sachen aus, die auch vielleicht so ein bisschen gewagt sind oder die vielleicht andere nicht machen würden. Also gar nicht jetzt Eiskunstlauf, aber manchmal auch so Wege zu gehen, die ungemütlich sind. Mein Sohn hat auch oft schon gesagt, wenn wir so in Island irgendwelche Wege gefahren sind, dass er dann auch meinte, so das hätte jetzt nicht sein müssen, so dass wir da noch mal lang gefahren sind, weil er Todesangst hatte. Oder, okay, verstehe. Aber ja, keine Ahnung, was kommt. Also ich versuche so offen zu denken und mir selber nicht so viele Türen zuzumachen oder so Schranken zuzumachen. Du hast eben schon Island erwähnt und also man sieht dich ja auch auf Insta und so, sieht man dich ja nicht so selten eigentlich dort. Also wahrscheinlich seltener, als du möchtest. Aber seltener, ich weiß, als wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es so eine Idee von, da irgendwann auch so zu leben. Ist das so ein Thema immer noch? Auf jeden Fall. Das Thema ist nicht weniger geworden. Ich weiß, dass einige Freundinnen von mir eigentlich so ein bisschen gehofft haben, dass das so ein Hirngespinst ist, dass es sowas ist, das vergisst sie dann. Ja, genau, das hat sie dann vielleicht vergessen nach einem Jahr oder so, nach ein paar Monaten, aber es ist eher schlimmer geworden. Also es hat sich jetzt wirklich so, also ich weiß halt, dass es auf jeden Fall stattfindet, dass ich es mache. Ich weiß gar nicht, wann es passiert, ob das jetzt dieses oder nächstes Jahr passiert oder in 3 Jahren, weil ja auch viele Faktoren, ja, also ich habe ja auch eben ein Kind und muss man eben gucken, aber ich lerne die Sprache jetzt schon seit ein paar Jahren mittlerweile sogar und fahre sehr oft eben hin und bin mir schon bewusst, dass das jetzt auch nicht so easy peasy wird, wie man das von so Auswanderern kennt. So, dass es schon auch ein Riesenakt sein wird, vor allem mit Kind und einer komplett anderen Sprache. Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall der Ort ist, an dem ich leben will. Was macht dieser Ort? Was ist diese Sehnsucht? Also was erfüllt Island? Ja, gute Frage. Das erfüllt was ich gar nicht wusste, dass es da ist. Also ich weiß, dass ich da im allerersten Moment, als wir da angekommen sind, ich mich einfach total wohlgefühlt habe und irgendwie auch das Gefühl hatte, dass ich da richtig bin und auch frei sein kann. Und ich merke auch, dass das auch natürlich was mit der Mentalität der IsländerInnen zu tun hat, dass dieses Freisein und dieses auch jeder macht so sein Ding und dann hat man diese unglaublich tolle Landschaft. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, es ist so eine Mischung gewesen aus der Landschaft, aber auch der Einstellung dem Leben gegenüber und Menschen gegenüber, der Umwelt gegenüber, der mir da so gut getan hat. Ist Freiheit wenn du an seine eigenen Werte und so weiter denkst, ist das so ein Thema, was für dich immer schon so zentral war oder wo du sagst, eigentlich erst jetzt vielleicht auch mit dem Älterwerden so ein hohes Gut ist? Ja, es war eigentlich gar nicht, also genau präsent. Also gar nicht unbedingt was, mit dem wo ich früher dachte, das ist jetzt so, ich will frei sein oder so. Aber es fühlte sich da eben so an. Also gerade dieses so sein dürfen, wie man ist. Also dass einen auch niemand komisch anguckt, wenn man für andere merkwürdige Sachen anhat oder komische Hüte oder was auch immer. Das fand ich so toll. Also dass einfach Menschen da
man so viel unterschiedlichere Menschen auch sieht, die viel unterschiedliche Sachen tragen oder sich keine Ahnung, anders geben. Und das hat mir gut gefallen. Und hast du die Hoffnung aufgegeben, dass wir in Deutschland diesen Status erreichen können? Also ein bisschen, ehrlich gesagt, habe ich es schon aufgegeben. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch nicht der einzige Grund, warum ich dahin ziehen möchte. Es hat natürlich auch was mit natürlich der Landschaft zu tun und einfach, dass das Leben da anders ist. Dass man einfach, ich lebe dann auch am Meer. Hamburg ist zwar am Wasser. Wir erleben, was es bedeutet, Wind zu haben. Wie ist es dort? Genau, also ich wollte immer am Wasser leben. Jetzt habe ich sehr lange an der Elbe gewohnt und ich finde, das kann man jetzt auch mal austauschen an das gegen ein etwas größeres gegen Wasser. Ein großes Wasser, genau. Also ich habe jetzt quasi direkt Lust gekriegt, mir einen komischen Hut aufzusetzen, wenn du mir von den Leuten erzählst und einfach mal die Reaktion in Hamburg, ist ja doch noch ein bisschen konservativeres Pflaster, vielleicht sogar als Berlin, auszuprobieren. Aber und gibt es dann so Begegnungen, die dich irgendwie so vielleicht auch so beeindruckt haben oder wo du so sagst, ja genau, also wenn ich das in so einer Anekdote beschreiben müsste, dann ist das Island? Ja, tatsächlich hatte ich vor 3 Jahren war das, glaube ich. Ich war ganz oben in den Westfjorden, was wirklich einer der allerschönsten Orte auf dieser Welt ist, bei einem Schreibworkshop und da waren nur Isländer und Isländerinnen und am Ende haben wir unsere Werke, die wir da geschrieben haben, auch vorgestellt. Ich habe mein Gedicht auf Englisch geschrieben und wir haben es dann eben an so einem Abend vorgelesen und am nächsten Tag gab es dann irgendwie nochmal so ein Zusammensitzen mit unterschiedlichen Leuten, auch von diesem Ort und neben mir saß ein Mann, der war so ein bisschen älter als ich, der hatte so einen traditionell gestrickten Isländer-Pullover an und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und er hat eben gefragt, was ich geschrieben habe, wie lange ich schon schreibe und so weiter. Und er hat dann auch von sich erzählt, dass er eben auch schreibt und dass er da aufgewachsen ist in diesem winzig kleinen Ort, in dem, weiß ich nicht, 100 Leute wohnen oder sowas. Und wir haben uns total nett unterhalten und irgendwann ging er dann woanders hin und dann kam ein anderer Isländer und meinte, woher kennst du ihn denn? Also weil wir uns wirklich lange unterhalten haben, das ist übrigens der Bürgermeister von diesem kleinen Ort. Und das fand ich so wahnsinnig lustig, das so zu hören, weil ich war dann, der Bürgermeister, da hat man ja doch gleich so ein, das ist jemand Offizielles. Aber ich fand das so bezeichnend, weil er eben sich nicht als Bürgermeister vorgestellt hat. Und bei uns, und da ist der Bürgermeister, dann würde er, und da ist jemand aus einem anderen Land, da würde man bestimmt sagen, guten Tag, ich bin übrigens der Bürgermeister. Und er hat aber halt einfach mit mir darüber gesprochen, dass er auch Gedichte schreibt. Und wir haben uns nur über solche Sachen unterhalten, die uns halt quasi als Menschen ausmachen, die uns bewegt. Weil er hat halt auch gefragt, was ich mache. Und das fand ich so ein krasser Unterschied im Vergleich zu uns. Weil wenn man bei uns fragt, was machst du, dann würde man immer zuerst den Beruf sagen. Man würde nicht sagen, für was brennt eigentlich mein Herz, was mache ich eigentlich gerne, wo ist meine Leidenschaft, so, was macht mich als Mensch aus. Und das fand ich für mich wirklich eine der schönsten Begegnungen. Es sind auch viele andere schöne Begegnungen, aber die war so für mich, okay, das ist der krasseste Unterschied zu Deutschland. Und natürlich auch Hamburg ist nochmal eine große Stadt, in der man sich ja auch schon sehr definiert durch das, was man beruflich macht. Ja, das fand ich sehr schön. Vielleicht ist das sogar eher noch die Antwort, ne? Als ich dich vorhin gefragt habe, was zieht dich so nach Island? Vielleicht einfach, dass man die Menschen erkennt anhand ihres Menschseins und nicht so sehr anhand von Statussymbol oder Äußerem. Es ist ja vielleicht tatsächlich die Verlängerung dessen, was deine Arbeit hier bei uns in Deutschland einfach leistet. Total. Da habe ich auch wirklich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielen Dank. Aber ich glaube, das ist es tatsächlich eher. Also genau das. Also dass sowieso die Menschen einfach sehr viel machen. Also dass eben die Freizeit sehr wichtig ist. Also dieses zusammen sich treffen im Schwimmbad oder zusammen eben in einer heißen Quelle zu sitzen oder abends zu singen oder Theater zu spielen oder zu schreiben. Also das ist wirklich was ich total toll finde. Und das ist wirklich auch ein großer Unterschied zu Deutschland. Also ich habe jetzt leider noch nie mich mit Freundinnen getroffen und dann fängt man auf einmal an zu singen. Das macht man ja irgendwie einfach nicht. Und das ist da schon was anderes. Ich manchmal schon, aber... Okay. Aber es hat mich auf jeden Fall inspiriert. Ich werde wahrscheinlich dann jetzt doch mal buchen müssen und die Checkliste abhaken, dass ich mir das einfach mal angucke. Ja, mach das unbedingt. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes und sehr warmes, obwohl das jetzt auch eher so ist wie hier gerade, also eher ein windiges und natürlich kaltes Land ist. Aber die Wärme der Herzen der Menschen, die macht das sehr warm und sehr schön und sehr liebenswert. Das liebenswert klingt blöd, aber ja.
Ich weiß, was du meinst. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Und ich kann mich dem eigentlich anschließen, weil auch dieses Gespräch war trotz aller Kälte ein sehr warmes und sehr schönes in diesem Sinne. Also lieben Dank. Ja, vielen Dank dir. Ich hoffe, dieser Eco-Walk hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Und wenn ihr Lust auf mehr Eco-Walks habt, dann findet ihr sie bei YouTube und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.